Willkommen zurück hier auf dem Feldpost-Kanal. Heute haben wir ein bisschen was Besonderes, was quasi noch vor der Zeit des Ersten Weltkriegs spielt. Dazu sind wir heute zu Gast beim Heinrich und beim Holger. Und mit den beiden reden wir heute über die Reichseinigungskriege und deren Uniformen. Ja, wir haben jetzt die Uniformierung der Einigungskriege, die ja 1864 gegen Dänemark stattfanden, 1866 gegen die österreichische Armee und 1870 gegen die französische Armee. Wir wollen euch mal zeigen, wie die Uniformierung sich in diesen paar Jahren verändert hat. Deswegen fangen wir an mit dem Kameraden rechts von mir, von 1864, das heißt also den Deutsch-Dänischen Krieg. Der Deutsch-Dänische Krieg vom 1. Februar bis zum 30. Oktober 1864 war ein militärischer Konflikt um die Herzogtümer Schleswig und Holstein. Insbesondere ging es um die nationale Zugehörigkeit des Herzogtums Schleswig, das durch die Novemberverfassung von 1863 enger an Dänemark gebunden werden sollte. Gleichzeitig strebte die deutsch gesinnte Bewegung in Schleswig in Verbindung mit Holstein eine Anbindung an einen entstehenden deutschen Nationalstaat an. Die Kriegsparteien waren einerseits Preußen und das Kaiserreich Österreich, andererseits der dänische Gesamtstaat. Nach dem Dreißigjährigen Krieg stimmte Dänemark zu, dass Schleswig nicht mit dem Königreich zusammengelegt wird. Die Gesamtstaatsverfassung von 1855. Ein Reichsrat wird eingerichtet. Von den 80 Mitgliedern ist die Mehrheit dänisch. Die Verfassung führte zur Aufruhr, besonders in Holstein. Der Deutsche Bund glaubte, Dänemark wollte Schleswig schleichend in das Königreich holen. Schleswig und Holstein waren seit dem Spätmittelalter eng miteinander verbunden und wurden in der Erinnerung als ob ewig ungedeelt, auf ewig ungeteilt betrachtet. Nachdem die vorherige Gesamtstaatsverfassung unter anderem vom Deutschen Bund abgelehnt worden war, erließ die dänische Regierung 1863 die sogenannte Novemberverfassung. Diese hatte zum Ziel, Schleswig entgegen dem Londoner Protokoll von 1852 verfassungsrechtlich stärker in das eigentliche Königreich einzubinden. Bereits 1851 wurden Sprachreskripte verabschiedet, die den schleichenden Sprachwechsel zum Deutschen in den mittleren Teilen Schleswigs stoppen sollten und auf deutscher Seite starken Widerstand hervorriefen. Im Dezember 1863 besetzten Truppen des Deutschen Bundes im Rahmen der Bundesexekution die Bundesstaaten Holstein und Lauenburg, um eine Rücknahme der Novemberverfassung zu erzwingen. Am 1. Februar 1864 überschritten preußische und österreichische Truppen widerrechtlich die Grenzlinie zu Schleswig entlang der Flussläufe von Eider und Levensau, was den Beginn des Deutsch-Dänischen Krieges markierte. Die Besetzung von Schleswig sollte Dänemark zur Aufgabe der Novemberverfassung bewegen, obwohl Preußen wahrscheinlich von Anfang an beabsichtigte, Teile der Elbherzogtümer zu annektieren, unter anderem für den Bau eines Kanals durch Holstein. Der Krieg endete, nachdem Preußen und Österreich nicht nur Schleswig, sondern auch den Rest der dänischen Halbinsel Jütland erobert hatten. Im Wiener Frieden übertrug der dänische König die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an die beiden deutschen Großmächte. Diese regierten die Herzogtümer bis 1866 als Kondominium. Uneinigkeiten über die Zukunft der Elbherzogtümer führten schließlich im Sommer 1866 zum Deutschen Krieg zwischen Österreich und Preußen. Nach dem preußischen Sieg wurde ganz Schleswig-Holstein als Provinz Preußen zugeordnet. Auf den Schulterklappen sehen wir eine 28, was das preußische Regiment Nummer 28 von Göben darstellt, deswegen die 28. Die Grundfarbe ist blau, also hellblau. Er hatte also nach der Grundfarbe die Zugehörigkeit zum 8. Armeekorps. Der Uniformrock, typisch preußisch, blau mit den goldenen Knöpfen oder messingfarbenen Knöpfen. Dazu Brandenburger Aufschläge, die typisch für diese Uniformierung war. Er trägt ein Koppel. Das Koppel hat die Funktion, einmal
das ganze Interieur, was er hatte, also sprich die Patronentaschen, die Seitenwaffe zu tragen. In den Patronentaschen befanden sich, was der Name schon sagte, die Patronen für das Gewehr. An der Seite hat er ein Faschinenmesser, was ich hier trage, was man sieht, was letztendlich eine Beiwaffe war, um als Werkzeug zu dienen. Auf der Waffe selber, was er rechts hat, er trägt ein Zündnadelgewehrsystem Dreise, Modell 1841, was damals die Standardbewaffnung der Soldaten war, mit denen sie auch in den Deutsch-Dänischen Krieg eingetreten sind, mit dem Tüllenbajonett, was aufgepflanzt ist. Die Waffe hat einen Zylinderverschluss, also war schon ein Hinterlader, was natürlich gegenüber den Dänen einen deutlichen Vorteil verschaffte, weil die Dänen hatten noch Vorderlader, wo sie sich hinstellen mussten, um die Waffe zu laden, was natürlich für den gegnerischen Schützen ein hervorragendes Ziel bot. Mit dieser Waffe konnte man sich im Liegen bereits bewegen und konnte auch im Liegen laden, ohne ein großes Ziel zu bieten. Unter dem Uniformrock trägt er eine Hose, grau meliert. Grau meliert war etwa um 1850 eingeführt worden in die preußische Armee. Er hat an der Seite, wenn wir das mal zeigen wollen, eine Paspellierung in Rot. Die Paspellierung war dafür da, dass, wenn man den Uniformrock auszog, sich immer noch mit einer militärischen Hose bekleidet hatte, um ganz einfach Verwechslung auszuschließen. Die Hose wurde nicht in den Stiefel getragen, sondern sie wurde über den Stiefel hinweggezogen, weil auch Schnürstiefel oder Schnürschuhe damals noch in Mode waren. Des Weiteren hat er auf der rechten Seite im rechten Arm eine weiße Armbinde. Diese weiße Armbinde war vonnöten, weil die dänische Uniformierung ähnlich blau war wie die preußische Uniformierung. Und gerade im Zwielicht, Dämmerung, in der Nacht war natürlich die Verwechslungsgefahr zwischen Freund und Feind relativ hoch. Deswegen haben die preußischen Truppen eine weiße Armbinde getragen, um ganz einfach zu sehen, das ist Freund, das ist Feind. So, kommen wir zu meiner Person. Ich stelle dar einen Unteroffizier im 2. Ostpreußischen Grenadierregiment Nummer 3 mit Garnison in Königsberg dar. Diese Uniformierung war dann 2 Jahre später aktuell, also sprich in dem Krieg zwischen Deutschland und Österreich. Der Deutsche Krieg oder Deutsche Bruderkrieg von 1866 war die kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Bund unter Führung Österreichs und Preußen. Zu Preußens Verbündeten gehörte außer kleineren deutschen Staaten auch Italien. Österreich hatte zudem einen Geheimvertrag mit Frankreich abgeschlossen, welches neutral blieb. Eigentliche Ursache für den Deutschen Krieg war die Rivalität von Österreich und Preußen im Deutschen Bund. Österreich galt als die Präsidialmacht, wollte seine Stellung bewahren und den Deutschen Bund im Wesentlichen erhalten. Preußen hingegen drang darauf, den Deutschen Bund in einen Bundesstaat umzuwandeln. Dieses Ziel stellte der preußische Ministerpräsident Bismarck in einem Plan an die Mitgliedstaaten am 10. Juni 1866 vor. Kurz darauf marschierten preußische Truppen in Holstein ein. Dieses Herzogtum wurde von Österreich verwaltet. Der Bundesbeschluss vom 14. Juni 1866 ordnete Maßnahmen gegen Preußen an. Unmittelbar danach begann der Krieg. Während des Krieges gelang es Österreich nicht, die Armeen der bundestreuen Staaten unter einem gemeinsamen Oberbefehl zu vereinen. Die bedeutenden Armeen von Bayern und Hannover beschützten stattdessen die eigenen Gebiete. Österreichs Truppen wurden am 3. Juli bei Königgrätz von Preußen geschlagen. Die besiegten Staaten mussten nun anerkennen, dass der Deutsche Bund aufgelöst war. Preußen bildete mit seinen Verbündeten und den ehemaligen Kriegsgegnern im Norden das Augustbündnis vom 18. August. Es ersetzte den Staaten den militärischen Schutz des Deutschen Bundes und bereitete die Gründung eines norddeutschen Bundesstaates vor. Dies geschah mit der Bundesverfassung vom 1. Juli 1867. Dieser Norddeutsche Bund war die Vorstufe des Deutschen Reiches von 1871. Der Deutsche Krieg öffnete also die Entwicklung hin zum deutschen Bundesstaat, und zwar als kleindeutsche Lösung, also einer nationalen Einigung Deutschlands ohne Österreich. Es gibt einige Veränderungen, beispielsweise habe ich die Pickelhaube auf für einen Sturmanzug, den ich gerade trage. Das heißt also, das Krätzchen wurde nicht mehr getragen, sondern es wurde die Pickelhaube getragen. Typisch für Grenadiere ist natürlich der Grenadieradler, den ich auf dem Helm trage, also keinen normalen preußischen Linienadler. Des Weiteren
habe ich wieder die Patronentaschen, die sich vom Modell her nicht geändert haben, zu 1864. Ich habe linksseitig dieses Faschinenmesser, was als Beiwaffe getragen wurde, um ganz einfach als Werkzeug zu dienen, wenn man kochen wollte, damit man sich letztendlich ein bisschen Feuerholz machen konnte oder sich irgendwo eine Deckung schaffen wollte. Also es war mehr oder weniger ein Werkzeug, keine Kampfwaffe in dem Sinn. Des Weiteren habe ich einen Mantel bzw. eine Decke als Umhang an der Seite. Das heißt also, das wurde mitgetragen, wenn es Nacht wurde, damit man sich auch wärmen konnte, damit man sich zudecken konnte, um ganz einfach auch eine gewisse Bequemlichkeit zu haben und nicht anfangen musste zu frieren. Rechts von mir sehen wir einen Brotbeutel, der damals weiß war, bzw. Leinenfarbe. Der Brotbeutel hat die Funktion schon, wie das Name uns das sagte, also Verpflegung einzupacken, persönliche Gegenstände einzupacken, natürlich Tabak einzupacken, weil auch damals waren die Raucher auch schon da und im Kampf im Kampfpausen mal ein Pfeifchen zu rauchen oder ähnliche Sachen war natürlich beruhigend für die Stimmung. Des Weiteren als Novum 1864 habe ich schon eine Feldflasche. Die Feldflasche gab es 1864 noch nicht, weil man hat einfach noch nicht die Sinnhaftigkeit einer Feldflasche eingesehen. Und wenn man mit Schwarzpulver zu tun hat und merkt, dass dieser Qualm sehr salzhaltig ist und man sehr viel Durst bekommt, gerade in warmen Zeiten, ist man froh, wenn man während des Kampfes mal einen Schluck aus der Feldflasche nehmen kann. Die Dänen hatten das bereits schon, deswegen wurde das von denen übernommen. Dieses Modell hat einen Glaskörper, der da mit Leder überzogen wurde, hat etwa knapp 1 Liter gefasst. Man konnte also dementsprechend Wasser trinken. Wenn man natürlich Glück hatte Wein erwischt oder Branntwein, war die Sache natürlich noch viel schöner. Mein Gewehr oder meine Waffe, die ich habe, ist etwas moderneres Modell. Also nicht mehr das Modell 1841, sondern das Modell 1862. Es ist etwas kürzer, ist handlicher, also dementsprechend auch leichter, hat wieder das typische Tyllenbajonett als Stichwaffe, was im Kampf getragen wurde. Als Zylinderverschluss, also wieder dasselbe, was ich vorhin schon gesagt habe, letztendlich kein Vorderlader, ein Hinterlader, der also sehr effektiv war. Man konnte also relativ schnell schießen. Man muss sich vorstellen, ein geübter Schütze im Vorderladergebrauch hatte etwa 2 bis 3 Schuss pro Minute zur Verfügung. Ein geübter Schütze mit der Dreisewaffe konnte zwischen 10 und 12 Schuss abgeben. Also die Schussfolge war wesentlich besser. Man konnte in Deckung laden, man konnte im Liegen laden, was die Vorderladerschützen nicht konnten. So, noch ein paar Worte zur Ammunition für das 30 Zündnadelgewehr. Das Kaliber war 15,57 mm. Es war ein Treibspiegelgeschoss. Zu Anfang, die ersten Patronen wurden mit einer Rundkugel gefüllt, die auch kalibergleich war. Der Treibspiegel wurde aus Papier gewickelt. An der Rückseite war die Zündpille eingebracht. Und wenn man jetzt eine Originalpatrone, die hier vorliegt, dranhält, würde das etwa so aussehen. In diesem Bereich würde das Geschoss sitzen. Dahinter saß das Schwarzpulver. Die Nadel hat durch das Schwarzpulver durchgestochen, hat die Zündnadel oder die Zündpille berührt, hat die zur Explosion gebracht. Das Pulver ist entflammt und hat das Geschoss aus dem Lauf herausgetrieben. Wie gesagt, 1841 wurde es eingeführt. Es waren also Rundkugeln verschossen oder wurden Rundkugeln verschossen. Hat sich nicht sehr stark bewährt, weil die Präzision relativ schlecht war. Deswegen hat man Anfang der 50er Jahre ein Spitzgeschoss eingeführt, was auch wieder in diesem Treibspiegel drin saß. Aber es war auch von der Präzision und auch von dem Handling her nicht das Überragende. Deswegen hat man dann um 1860 etwa ein sogenanntes preußisches Langblei eingeführt. Das hat also eine richtige Eiform, was wieder in diesem Zündspiegel drin oder diesem Treibspiegel drin war. Das ist wieder eine Patrone mit diesem preußischen Langblei. Also letztendlich sitzt das Geschoss hier vorn, der Treibspiegel dahinter und dahinter war dann die Treibladung. Dieses Geschoss wurde in dem dänischen, österreichischen und auch in dem französischen Krieg verwendet. Der Verschluss wurde geöffnet, die Patrone wurde von hinten eingeführt in das Gewehr. Mache ich natürlich jetzt nicht. Verschluss wurde geschlossen, es wurde nochmal gesichert, das heißt also die Dichtung wurde hier, synchronische Dichtung wurde nochmal richtig festgemacht. Das Schlösschen wurde nach vorn gedrückt, damit war das Schloss gespannt und die Waffe war feuerbereit. Nach dem Abschießen des Ganzen, also der Schuss würde jetzt brechen, wurde das Schlösschen wieder nach hinten gezogen und man konnte ohne weiteres den Verschluss wieder öffnen. Wenn man nach vorn schaut und ich würde das Schlösschen jetzt nach vorn ziehen,
wenn das geht, mit einer Hand, sieht man hier vorn diese Zündnadel, die durch das Pulver geht in diese Zündpille. War natürlich sehr anfällig, weil durch die Hitze wurde es irgendwann brüchig. Deswegen sind diese Zündnadeln auch mal abgebrochen. Deswegen hatte jeder Soldat eine Ersatzzündnadel, um nicht im Gefecht plötzlich wehrlos dazustehen. Der Uniformrock hat sich kaum geändert. Das Einzige, was sich geändert hatte, die Hose ist genauso geblieben. Also die Änderung war dahingehend, dass die Hose in die Stiefel getragen wurde und nicht mehr über die Stiefel drauf. Weil dort 1866 wurde bereits prinzipiell nur noch Stiefel getragen. Der Deutsch-Französische Krieg von 1870 bis 1871 war ein militärischer Konflikt zwischen Frankreich einerseits und dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens sowie den süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt andererseits. Die Ursache des Krieges war der Konflikt zwischen Frankreich und Preußen um die spanische Thronkandidatur von Prinz Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen. Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich Preußen den Krieg. Im Gegensatz zu den Erwartungen des französischen Kaisers traten die 4 süddeutschen Staaten in den Krieg ein, während die übrigen europäischen Mächte neutral blieben. In wenigen Wochen im Spätsommer 1870 besiegten die deutschen Verbündeten große Teile der französischen Armeen. Nach der Schlacht von Sedan in Nordfrankreich geriet Kaiser Napoleon III. Am 2. September 1870 in die Gefangenschaft des preußischen Königs. Infolgedessen bildete sich in Paris eine provisorische nationale Regierung, die die Republik ausrief, den Krieg fortsetzte und neue Armeen mobilisierte. Trotz dieser Bemühungen gelang es der neuen Regierung nicht, das Blatt zu wenden. Nach dem Fall von Paris stimmte die französische Regierung im Februar 1871 dem Vorfrieden von Versailles zu. Offiziell endete der Krieg am 10. Mai 1871 mit dem Frieden von Frankfurt. Frankreich wurde dazu verpflichtet, Reparationen in Höhe von 5 Milliarden Francs zu zahlen. Die wichtigsten Ergebnisse des Krieges waren die Gründung des Deutschen Reiches und das Ende des Zweiten Französischen Kaiserreichs. Das besiegte Frankreich musste die Gebiete Elsass-Lothringen als Reichsland an das Deutsche Reich abtreten, was zu einer Vertiefung der bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts andauernden Erbfeindschaft führte. Während des Krieges kamen fast 190.000 Soldaten ums Leben, mehr als 230.000 wurden verwundet. Der Konflikt mit Frankreich war nach dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864 und dem Deutschen Krieg 1866 der dritte und letzte der deutschen Einigungskriege. So, jetzt haben wir eigentlich den letzten Kämpfer von den Einigungskriegen von 1871. Der Kamerad ist wieder vom 1. Rheinischen Infanterieregiment Nummer 28. Jan Breitstein ist in der typischen Marschuniformierung, wie sie damals getätigt wurde, hat also Pickelhaube auf dem Kopf mit dem preußischen Adler. Also im Gegensatz zu meinem ein bisschen anders gestaltet, weil ich habe ja einen Grenadieradler, er hat den preußischen Linienadler. Ansonsten die Helmkörper sind ähnlich. 1859 wieder den Mantel umgeschnallt. Novum, oder nicht Novum, sondern der Unterschied zu meinem Sturmanzug ist, ganze Abteilung kehrt. Er trägt den Tornister, Modell 1847 noch. Also das ist schon das spätere Modell 1867. Aufgeschnalltes Kochgeschirr. Das heißt also, wenn die Gruppe zusammen gekocht hat, es gab ja noch keine Feldküchen zu der Zeit, wurde dann jeder mit seinem Kochgeschirr beglückt und hat das, was sie zusammen gekocht hatten. Es gab ja dann Rationen für jeden Einzelnen, also Reis, Fleisch, Erbsen oder Bohnen, Brot. Das wurde also alles dann im Kochgeschirr eingebaut und wurde dann gegessen, gemeinsam. Das Ganze wurde ein Kochgraben errichtet, wo die Gruppe in der Einheit dementsprechend sich verköstigt hat. Er hat genauso wie ich also schon die Feldflasche wieder dran. Er hat einen Brotbeutel, dazu habe ich schon einige Worte erzählt. Ganze Abteilung kehrt. Unterschied zu mir ist, dass ich ja letztendlich ein Linienregiment bin, also ein Grenadierregiment. Er ist zwar auch Linienregiment, ist aber
nicht ein normaler Musketier, sondern er ist ein Füsilier. Das heißt, Füsilier heißt, dass das die Scharfschützen der Infanterieregimenter waren. Die hatten also spezielle Sachen. Einmal sieht man es am Lederzeug. Ich als Grenadier habe beispielsweise weiße Ledervorstöße. Er hat alles in Schwarz gehalten. Des Weiteren hat er natürlich auch eine andere Waffe. Das ist das Füsiliergewehr Modell 1860. Es war also noch etwas kürzer als meins, war dementsprechend auch nicht mit einem Tüllenbajonett ausgerüstet, sondern hatte dann schon ein modernes Seitengewehr. Das Modell 1860 Füsilierseitengewehr, was ihn damit auszeichnete. Sie waren also diejenigen, die letztendlich so eine Art Scharfschützenfunktion inne hatten, innerhalb der Regimenter. Die Stiefel waren wieder getragen oder die Hose in den Stiefeln drin, wie das auch 1866 war. Letztendlich hat sich in der Uniformierung zwischen 1866 und 1870 nicht viel geändert, weil die Zeitspannen waren sehr kurz. Das Einzige, was sich geändert hatte, dass die Kontingente, die 1866 gegeneinander gekämpft haben, 1870 gemeinsam gegen Frankreich gekämpft haben, wie beispielsweise die Sachsen, die Bayern und so weiter und so fort. Also die süddeutschen Kontingente waren dann 1870 auf der Seite von Preußen gegen Frankreich. Was man hier gut sieht, ist die Pickelhaube, 1843 eingeführt. Das ist das spätere Modell. Die sind von ihrer Form her, waren sie zuerst sehr hoch und sind dann immer weiter modischen, gewissen Ästhetik und Tragekomfort her immer flacher geworden. Das ist nicht das finale Modell, was auch im Ersten Weltkrieg getragen wurde. Das war dann noch ein bisschen flacher und in einer gefälligeren Form. Aber grundlegend ist die Pickelhaube immer in ihrer Substanz selbst geblieben. Ein Lederkorpus mit einem schützenden Lack, der auch vor Feuchtigkeit schützt. Dann hatte man die Beschlagteile drauf. Da gab es ein Rückengrad und auch dieses Kreuzblatt hier oben drauf. Das sollte helfen, mit der Spitze zusammen Säbelhiebe von Kavallerie zum Beispiel abzuwehren. Dann ist der Säbelhieb gekommen und entsprechend abgeglitten. Dann gab es natürlich vorne noch den Zierrad, der bezeichnet, woher es kommt. Also das ist jetzt der Preußische Linienadler. Genau, der ganz normale. Und da gab es ja, wie gesagt, eben mit FR für Fridericus Rex für die Linie, und die Grenadiers hatten FWR, Friedrich Wilhelm Rex. König drauf, genau. Alle hatten zu der Zeit einen Vorderschirm mit einer eckigen Kante, und später sind die Messingschuppen also Messingschuppenketten weggefallen, dann war nur noch ein Lederriemen dran. Zu der Zeit alles noch, wie gesagt, noch dran am Helm. Was man auch sieht, ist die Landeskokarde auf der rechten Seite, Landeskokarde Preußen, schwarz-weiß. Die ist dann später 1897, also lange nach der Reichsgründung erst eingeführt worden, die Reichskokarde. Dann ist die Landeskokarde auf die andere Seite gewandert und hier kam die Reichskokarde schwarz-weiß-rot mit dran. Innen drinne verstellbares Leder. Es gab auch oben diese Lüftungslöcher, weil man natürlich auch gerade mit dem schwarzen Helm im Sommer beim Marschieren doch stark überhitzt ist, und das war lange ein schwieriges Thema. Hitzschlag kam auch häufig vor. Und man ging davon aus, dass die Leute simulierten, und es gab damals auch die Maßgabe, nicht zu viel kaltes Wasser zu trinken, weil man bei kaltem Wasser, das würde ja im heißen Körper dann sozusagen verdampfen und würde den Organismus schädigen. Also gab es wieder widersprüchliche Haltungen dazu, und wie gesagt, hier war ein Lüftungsloch drin, um das ein bisschen abzuschwächen. Grundlegend, dieser Helm hält keinen Beschussstand, also jegliche Kugeln, die es damals gab, ob Gezogenläufe oder nicht, sind da glatt durchgegangen. Das war wirklich ein reiner Schutz gegen Witterungseinflüsse und auch gegen Säbelhiebe. Wobei man sagen muss, das Leder war zu dieser Zeit noch sehr stark. Das heißt also, auch ein Säbelhieb hat das noch abgehalten. Später wurde dann das Leder immer dünner und es war dann nur noch ein mehr oder weniger traditioneller Zierrad. Es hat also keine Funktion mehr. Das Schöne ist, oder das Frappierende ist, dass französische Truppen natürlich durch diese Pickelhaube, die ja nicht für umsonst Pickelhaube heißt, weil er hat ja die Spitze, dachten, dass die preußischen Truppen vorgestürmt kommen mit gesenktem Kopf und haben diese Pickel genommen, um die französischen Truppen aufzuspießen. Das ist kein Witz, sondern das wurde wirklich so propagiert, weil man musste ja irgendwo die Sache verkaufen. Also es gab da genug Berichte, historische, wo eben die Franzosen dachten, die preußischen Truppen haben das wirklich zum Aufspießen von ihren Gegnern getragen. Ist aber vollkommen Blödsinn. Wie gesagt, ist aus der Notwendigkeit geboren, um eben Schutzfunktionen gegen Kavallerieangriffe zu haben, weil
vom Pferd her, ein Schlag auf den Kopf ist meistens tödlich, wenn man keinen Schutz hat. Und Stahlhelme gab es halt noch nicht. Was auch für die preußische Infanterie sehr bezeichnend war, war natürlich das preußisch Blau. Es gibt ja leichte Schattierungen, also leichte Unterschiede in der Farbe und in der Helligkeit von den Röcken. Das ist aber normal. In der damaligen Zeit gab es noch nicht so die DIN-Normung, wie wir es heute haben. Deswegen Stoffe sind unterschiedlich ausgefallen. Da wurden zwar Proben ausgegeben, aber man hat genommen, was man bekommen hat. Preußisch Blau, einen Waffenrock, so heißt die Uniformjacke im Militärjargon, vorne geschlossen durch 8 Knöpfe. Oben der Kragen mit einem Haken oder 2 Haken verschlossen. Der hatte auch zur damaligen Zeit Kragenpatten drauf oder Kragenaufschläge. Die gingen nicht ganz um den Hals herum. Das wurde auch später erst eingeführt. Das sind so kleine Varianten, die ein bisschen zeigen, aus welcher Zeit er stammt. Preußisch Blau, brandenburgische Aufschläge mit den 3 Knöpfen. Es gab auch noch schwedische Aufschläge und noch einige andere, aber brandenburgisch war halt auch typisch für die preußische Infanterie. Der Rock selber hatte keine Taschen, es gab eine Innentasche innen, aber die war nur für leichte persönliche Sachen wie Soldbuch. Und er hatte hinten einen Schoß sozusagen, auch mit Schoßknöpfen, die man hier sehen kann. Und der war später geöffnet, in der Form jetzt hier, wie er auch bis 18. Das kann ich mal demonstrieren, meiner ist geöffnet. Das ist also spätere Ausführung. Und bei ihm ist es noch geschlossen. Und in der späteren Ausführung, als er noch offen war, gab es da hinten auch noch 2 Taschen, wo man ein bisschen Tabak vielleicht reinmachen konnte oder auch persönliche Sachen. Aber diese Uniformröcke oder Waffenröcke mit vielen Taschen, die später dann aufkamen für alle möglichen Zwecke, gab es zu der Zeit nicht. Da hat man eben in dem Brotbeutel das verstaut, wo man direkt schnell rankommen musste, und alles weitere, wo man jetzt nicht unbedingt es in seinem Bereich haben musste, konnte man im Tornister auch entsprechend verstauen. Wie beispielsweise die Unterwäsche, eine Decke, wenn man hatte, also eine leichte Decke, und auch persönliche Gegenstände, Schuhe, irgendwas, was da reinpasst. Es war standardisiert, man konnte also nicht alles reinmachen, es wurde auch kontrolliert, dass man nicht irgendwelche Sachen drin hatte wie Branntweinflaschen. Natürlich war Alkohol nicht unbedingt gestattet, wie das heute auch so wäre, aber manche Sachen durften halt nicht in der Tasche oder in dem Tornister sein. Wobei das natürlich ein Unterschied war, ob das Friedenszeiten waren oder Kriegszeiten, weil in Kriegszeiten haben andere Gesetze gegolten. Das heißt, man hat mitgenommen, was ging. Und wenn man eben eine Branntweinflasche gesehen hat, die hat man auch nicht stehen lassen, weil, wie man das so ist, man hat auch die kleinen Annehmlichkeiten des Lebens natürlich genossen. Gerade in Frankreich viel Wein, was will man machen, ne? Gut geschmeckt. Da wurde auch nicht Wasser eingefüllt, sondern da kam halt Wein in die Flaschen, weil es war einfach angenehmer. Auch von hygienischen Sachen, weil das Wasser war natürlich nicht wie heute standardisiert, sondern Krankheitserreger waren immer vonstatten. Das heißt also, es gab dann auch viele Ausfälle an Darmkrankheiten, wo eben sich ganze Einheiten an dem Wasser einfach vergiftet haben. Und Wein war man sicher, dass die hygienisch eigentlich einwandfrei waren. Besser war noch Branntwein, aber das war wieder so eine Sache, weil das ging in den Kopf. Aber Alkohol hat halt desinfiziert. Ist wie heute. Ist wie heute, genau. Der Brotbeutel selber ist auch mit einem Riemen, das sieht man ja schlecht, der geht auf die Schulter drauf. Später ist ja der Brotbeutel dahin abgeändert worden, dass er dann direkt auch am Koppel dran hing und nicht mal an der Schulter, sondern alles sehr von den Schultern auch auf das Koppel verlagert über die vielen Jahrzehnte. Also wenn dann zum Beispiel das nochmal vergleicht mit der Uniformierung zu den Napoleonischen Kriegen, da wurde alles in Riemen über die Schulter getragen. Dann kam ja auch erst später das Koppel auf und dann hing auch immer mehr dran. Und um der Sache auch ein bisschen gerecht zu werden, sieht man hier an diesem Tornister gibt es 2 Riemen. Einmal nicht nur links und rechts ein, sondern an jeder Seite ein. Einmal der Riemen, der am Koppel eingehangen war und der noch hinten am Tornister befestigt ist. Und speziell der vordere sollte dazu dienen, das schwere Gewicht der Patronentaschen, die waren ja mit Bleikugeln auch gut gefüllt, auch recht schwer, zu verteilen, dass sie nicht zu sehr auf dem Koppel hängt, sondern auch ein bisschen auf den Schultern. Später ist es auch alles, also es waren alles Sachen, die immer schrittweise als Erkenntnisse mit reingekommen sind. Gerade die Friedenszeiten, da ist wenig passiert, und in den Kriegszeiten, speziell 64, 66, 70, ist halt eine gewisse Evolution passiert, und man hat sich weiterentwickelt und auch tatsächlich aus den Kriegen gelernt. Das war auch nicht so schnell, wie man das heute sieht, und musste dort sich auch viel gegen Konservatismus oder konservativen Gedanken erstmal durchsetzen. Wie gesagt, die Patronentaschen, das ist das Modell 1850. Da hatte der sozusagen zum direkten
in der Kampfhandlung zur direkten Entnahme konnte man die öffnen, hatten zu dem Zeitpunkt noch die Klappe hinten angesetzt. Später kam ein Modell, da war die Klappe vorne, dass einem die Patronen nicht nach vorne rausfallen, wenn man steht oder sich gerade bewegt. Das ist auch oft passiert. Das sind aber auch alles Sachen, die eben im Gefecht erst so richtig offenbar wurden und über Jahre dann brauchten, um sich wieder einzusetzen. Die nächste Version war, glaube ich, Modell 1871 und so. Die Patronentasche 74, ja. Genau, und dann gab es auch welche, später kennt man ja die mit den 3 Einzeltaschen, wo man auch die Möglichkeit hatte, eben nur eine zu öffnen, sodass nicht alle rausfallen. Also so ist das wirklich über die Jahrzehnte, über die verschiedenen Ansprüche gewachsen. Die Erfahrung hat halt auch gezählt, aber manchmal war es halt schwierig. Man muss sich vorstellen, die Patronentaschen gefüllt hat etwa die Patronentasche mit voller Ladung etwa 1 Kilo gewogen. Das heißt also 1 Kilo, 2 Kilo. Dazu kam noch das Vollschienenmesser mit etwa 2 Kilo, also 4 Kilo an Koppel. Das hat natürlich unheimlich nach unten gezackt. Und wenn man gelaufen ist, dann hing irgendwo das Koppel sonst wo. Wenn man es zu locker gemacht hatte, hat man es teilweise, war es hinderlich. Beim Kämpfen hat man es zu straff gemacht, hat man keine Luft bekommen. Deswegen ist gerade dieses Teil sehr sinnvoll, wo das eingegangen wurde. Später wurde dann ein Tragegestell genommen, was das Ganze letztendlich in Kombination mit einem Tornister oder ähnlichen Sachen kompensiert hat. Damit war das Koppel immer stabilisiert, es hat an der richtigen Stelle gehakt und es hat beim Marschieren, beim Gefecht nicht gestört, sondern es war immer da, wo man es auch brauchte. Das war eben Sinn und Zweck der ganzen Sache. Aber das Ganze hat sich erst entwickelt aufgrund der Tatsache, dass eben gewisse Erfahrungen, ähnlich wie mit der Feldflasche, vorlagen im scharfen Schuss, wenn man das so sagen darf, und dementsprechend wurde das alles mehr oder weniger umgeändert. Und wenn das nicht standardmäßig war, wurden auch die Soldaten waren ja erfinderisch, die haben da schon so dafür gesorgt, dass sie möglichst bequem dementsprechend ihre Uniformierung eingerichtet haben, damit es passte. Man hat also nicht unbedingt immer gewartet, dass von der höchsten Stelle eine Order kam, sondern man hat einfach im Feld dann das gemacht, was sinnvoll war. Was man auch gut sieht, dass es hier zum Beispiel war an dem Koppel, das war es nicht aufgeschoben, der spätere genannte Fröschel, um das Seitengewehr einzuhängen, sondern er war angenäht. Das war auch noch aus der früheren Form der Uniform entnommen. Und das hatte man auch zwischen den Kriegen 1866 und 70 auch geändert auf den Aufschiebefröschel, weil man einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hatte und der Soldat sich einfach auch damit besser bewegen konnte. Das war so eine kleine Änderung, die Schritt für Schritt dann eingeführt wurde. Also es wurde nie eine richtig große Revision gemacht der ganzen Uniform, sondern man hat gesehen, dass den entsprechend neuen Anforderungen immer Rechnung getragen wird und kleine Änderungen peu à peu eingeführt wurden. Ich habe das spätere Modell deswegen schon aufgeschoben. Das heißt, man war flexibel, wenn man jetzt beispielsweise nicht im Gefecht war. Man war in einer Etappe, musste man nicht den ganzen Gerödel tragen, sondern man hat das abgelegt und hat bloß das Koppel getragen. Und damit war es natürlich etwas besser oder etwas bequemer. Wenn man gekocht hat, war das Verschiedenmesser ein bisschen hinderlich, außer zum Holzhacken. Aber dazu braucht man ja nicht die ganze Scheite noch dazu. Man hat es abgelegt, konnte dann erstmal Holz hacken, das Ganze zur Seite gelegt und in aller Gemütlichkeit dann kochen und essen und so weiter und so fort. Man muss sich auch vorstellen, gemeinsam kochen, das hieß also, wenn die Marschleistungen des Tages vollbracht waren, oder aber das Gefecht war, dann wurde, 20 Uhr oder 8 Uhr abends wurde dann angefangen, Pause zu machen. Also man musste noch Holz hacken, man musste noch die Essensvorbereitung, also einen Graben ausheben für das Feuer. Man musste dann noch die ganzen Zutaten zusammenholen. Man musste kochen und dann irgendwann 22 Uhr oder 10 Uhr abends gab es da was zu essen. Also es war ein harter Tag, weil wie gesagt, heute ist es einfach. Heute geht man zur Feldküche, holt sich seine Portion. Damals musste man alles selber machen, wer eben zu faul war oder zu müde, zu kaputt, der hat dann aufs Essen auch verzichtet oder hat das eben halbwegs roh reingeschlungen, weil es war eine relativ harte Zeit, sagen wir es mal so. Der preußische Soldat hatte nicht nur den Waffenrock, er hatte auch den Mantel, über den wir schon gesprochen haben. Und dieser Mantel war in einer Rolle drumherum, es war keine Decke, es war diese Mantelrolle. Und um zu sehen auch mal, wie das aussieht, der war über den Tornister und über das Essgeschirr getragen, mit einem kleinen Riemen verbunden. Da gab es eine bestimmte Vorschrift, wie man den auch entsprechend zu falten hatte. Und dass man auch mal sieht, wie der Mantel aussieht. Im Endeffekt hatte auch die Schulterklappen mit der Regimentsnummer drauf und der Farbe des Armeekorps. War ein langer Wollmantel, war auch weit geschnitten, hinten noch mit einem Riegel verbunden. War weit geschnitten, dass man den auch über der Uniformjacke tragen konnte.
Und so sieht es dann aus, wenn man den Mantel anhat, zu den kälteren Jahreszeiten. Und 70, 71 war ja auch eine Winterkampagne. Und dann trug der Soldat das Lederzeug auch über den Mantel, unten drunter, der Waffenrock immer noch. Und da bot halt, weil er eben recht weit war, auch eine relativ angenehme und warme Möglichkeit, eben auch in den kalten Wintermonaten gut gerüstet zu sein und nicht zu frieren. Ja, praktisch wurde natürlich dann, wenn es richtig kalt war, auch zivile Sachen drunter getragen, also ein Pullover, Joppe oder irgendwas. Weil frieren ist schlimm, auch wenn man gerade in Etappe sitzt und hat nicht unbedingt an Kampfhandlungen teilzunehmen, sondern Lagerfeuer war auch nicht überall. Es wurde also dann ohne weiteres auch unter den Mantel dann zivile Sachen getragen, weil es war bequemer, man wollte nicht frieren, deswegen auch solche Sachen. Das wurde auch toleriert, weil frieren wollte keiner. Und gerade die Kampagne in dem Winter 1870 war natürlich auch in Frankreich recht kalt. Und es gab ja genug Sachen, wo man da zuschlagen konnte, wo man sich irgendwas organisiert hat. Ich hoffe, euch hat dieses Video über die alte Armee gefallen. Wenn dem so ist, dann aktiviert gerne die Glocke, damit ihr auch kein weiteres Video zu diesem Thema verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.